Hallo meine Lieben, heute wollte ich mit euch zusammen einen Zahnriemwechsel durchführen. Und zwar an meinem Audi A2. Da ist der 1.4er TDI Pumpe-Düse-Motor verbaut. Das ist der 3-Zylinder. Beim 1.9er TDI mit 4-Zylinder ist der Zahnriementrieb genauso wie beim 1.4er. Da passt sogar der gleiche Zahnriemensatz mit Wasserpumpe wie beim 1.4er. Und die Motoren findet man bei vielen Seat, Škodas und VWs. Das Einzige, was abweicht, ist das Motorlager und hier und da mal ein Schlauch, den man mehr oder weniger abbauen muss. Ich mache euch mal eine Liste in die Videobeschreibung, bei welchen Fahrzeugen der Zahnriemenwechsel ziemlich identisch funktioniert wie in diesem Video. Viel Spaß beim Schauen! Hier ist meine A2 und an dieser Stelle möchte ich die A2-Freunde grüßen. Das ist eine Gemeinschaft, die sich ausschließlich mit dem A2 beschäftigt. Also wer einen A2 hat, ist da genau richtig. Ich verlinke euch mal die Seite in der Videobeschreibung. Bevor wir anfangen, will ich euch noch zeigen, welches Spezialwerkzeug ihr zusätzlich dafür braucht. Einmal diesen Absteckdorn für die Kurbelwelle, so ein Absteckdorn für die Nockenwelle, ein Arretierungsstift für den Riemenspanner, dann noch so ein Arretierungsstift für die Spannrolle. Der ist aber meistens im Zahnriemenset mit dabei. Und theoretisch noch so ein 2-Loch-Mutternendreher. Aber ein 6er Imbus tut's auch. Noch ein Tipp von mir. Für die Leute, die öfters an VAG-Motoren schrauben oder es vorhaben, dieser komplette Zahnriemen-Werkzeugsatz kostet knapp 46 €. Und man ist für die gängigsten Motoren gerüstet. Ich verlinke euch den auch mal in die Videobeschreibung. Als erstes baut man den Unterfahrschutz ab. Bei mir ist der schon ab. Den habe ich schon vor einer ganzen Weile ausgebaut und weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich den hin verstaut habe. Jedenfalls waren hier vorne 3 Schrauben, hier waren 3 Schrauben und hier waren 3 Schrauben. Und hier hinten die 2. Und ich glaube, hier war noch irgendwo eine Schraube. Dann noch die 2 Muttern hier oben. Als nächstes das Rad ab. Für die Radbolzen braucht man eine 17er Nuss. Nun kommt die Radausschale ab. Dafür schraubt man 4 Schrauben mit einem T25 Torx raus. 1, 2, 3, 4. Danach 9 Klipse rausmachen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann kann man die Radausschale abnehmen. Jetzt noch ein kleiner Tipp zu den Clipsen. Eigentlich heißen die ja Spreiznieten. Egal. Den Stift hier in der Mitte soll man in ca. 8 mm reindrücken. Und dann mit so einem Werkzeug rausziehen. So weit, so gut. Aber über die Jahre sammelt sich Dreck und Staub an. Und dann kann man die nicht mehr so einfach reindrücken. Was macht man dann? Anvisieren und voll drauf. Dann fliegt der Stift durch die ganze Halle und wenn man Pech hat, findet man ihn nicht mehr wieder. Dafür habe ich einen kleinen Trick. Man nimmt sich zum Beispiel einen Schraubendreher und wickelt Isolierband oder Abklebeband von der Spitze ca. 8 bis 9 mm tiefer mehrmals rum. Das sollte dann so aussehen. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Man kann hauen und kloppen, wie man will. Der Stift geht nur so weit rein, wie er soll. Und man kann ihn zusammen mit der Niete rausziehen. Nun kommt die Motorhaube ab. Am besten auf irgendwas Weiches ablegen. Dann die 3 Muttern mit einer 10er Nuss abschrauben und die Motorabdeckung abnehmen. Als nächstes kommt der Luftführungsschlauch vom Saugrohr ab.
Bei mir ist das mit einer Schraubstelle befestigt. In den meisten Fällen sitzt da eine Halteklammer, die man entriegeln muss. Die zieht man einfach nach vorne und gleichzeitig den Schlauch raus. Wenn er ab ist, zur Seite legen, damit er nicht stört. Für all diejenigen, die so ein Resonatorrohr dran haben, abmachen und zur Seite legen. Das drückt man hier zusammen und zieht es ab. Jetzt nehme ich noch den Luftmassenmesser mit dem Luftführungsrohr raus, damit wir noch mehr Platz gewinnen zum Schrauben. Dafür muss der Stecker vom Luftmassenmesser ab, der Unterdruckschlauch und die Schlauchschelle. Die untere Schlauchschelle mache ich von unten raus, dann kann man es rausnehmen. Um uns noch ein bisschen Platz zu verschaffen, schrauben wir mit einer 10er Nuss die Mutter hier ab. Und die beiden Schrauben vom Ventildeckel löse ich nur ein paar Umdrehungen. Dann kann man die Spritleitungen rausziehen, da ausklipsen und aus dem Weg nehmen. Ich mache die mit einem Stück Draht am Wischerarm fest. Nächster Schritt, den Keilrippenriemen abnehmen. Wenn ihr den wiederverwenden wollt, müsst ihr die Laufrichtung markieren. Aber ich würde den immer mit neu machen. Der Zahnriemen ist ja alle 90.000 Kilometer fällig und der Keilrippenriemen alle 120.000 Kilometer. Hier sitzt der Riemenspanner und hier unten ist ein Sechskant. Da passt genau ein gekröpfter 16er Ringschlüssel drauf. Jetzt kommt der Arretierungsstift zum Einsatz. Der passt genau in das Loch hier rein. Und wenn man am Sechskant im Uhrzeigersinn dreht, wandert das Teil hier rüber. Und hier befindet sich auch ein Loch. Und wenn die beiden Löcher genau hintereinander liegen, schiebt man den Stift durch. Dann ist der Spanner arretiert und man kann den Keilrippenriemen abnehmen. Ich mache das aber von unten, da kommt man besser ran. Noch eine Sache zum Riemenspanner. Wenn ihr daran arbeitet, seid bitte vorsichtig. Denn da ist so eine große Spannung drauf, wenn man da abrutscht oder einen Fehler macht, kann einem der Mister schlagen. Also immer darauf achten, dass der Schlüssel gerade drauf sitzt. Dass man auch gerade drückt, nicht seitlich drücken. Und den Kopf, soweit es geht, vom Werkzeug weghalten. Dann kann eigentlich kaum was schief gehen. Als nächstes baue ich den Riemenspanner aus. Dafür schraubt man die 3 Schrauben mit einer 13er Nuss raus.
Hört euch mal das Lager von der Spannrolle an. Das ist durch. Muss auf jeden Fall neu. Nun kommt der obere Zahnriemenschutz ab. Dafür muss man 2 Klammern lösen. Die eine ist hier und die andere ist auf der anderen Seite circa hier. Da ist sie. Nächster Schritt, die Riemenscheibe abnehmen. Dafür schraubt man mit einem 6er Imbus die 4 Schrauben raus. Als nächstes kommt der mittlere und untere Zahnriemenschutz raus. Dafür schraubt man mit einer 10er Nuss die 5 Schrauben raus. Wenn man sich nicht abquälen will, schraubt man diese Schraube später raus, nachdem man die Motorstütze abgeschraubt hat und nimmt dann den mittleren Schutz ab. Wenn man schon hier unten ist, kann man gleich die unterste Schraube von der Motorstütze rausschrauben. Dafür braucht man eine 16er Nuss. Die kann drin bleiben. Jetzt kommt das Motorlager raus. Aber bevor man es ausbaut, muss man den Motor abfangen. Das kann man mit einer Motorbrücke machen. Aber jetzt wird es schon eng mit dem Platz zum Drehen. Darum fange ich den von unten ab an der Ölwanne. Darauf achten, dass man ein schön breites Holz nimmt. Da kann nichts schief gehen. Es gibt Motorlager mit und ohne Abdeckung. Bei mir ist eine Abdeckung verbaut. Die muss als erstes ab. Dafür schraubt man mit einer 13er Nuss die 3 Schrauben raus. Als nächstes den Tragarm von der Motorstütze abschrauben. Dafür schraubt man die 3 Schrauben mit einer 16er Nuss raus. Nun noch die beiden Schrauben mit einer 13er Nuss rausschrauben. Und dann kann man das Motorlager rausnehmen. Die Motorstütze muss noch raus. Dafür schraubt man mit einer 16er Nuss die Schraube und die Schraube raus. Die untere ist ja schon raus. So, nun kommt man bequem an die letzte Schraube von der mittleren Zahnriemenabdeckung ran. 10er Nuss und ab das Ding. So, an dieser Stelle muss ich das Video erstmal abbrechen, da ich die falsche Spannrolle habe. Das Problem ist, dass in diesen Motoren 2 verschiedene Spannrollensysteme verbaut wurden. Einmal die reibungsgedämpfte Spannrolle. Das ist diese hier, die wurde am häufigsten verbaut. Habe ich vor ca. 4 Wochen bei meinem Bekannten gewechselt. Hier sieht man es, der rote. Da war auch dieses System verbaut. Wie schon gesagt, das ist die häufigste Variante. Bei mir, gleiches Auto, gleicher Motor, da haben die sich gedacht, bauen wir mal die hydraulisch gedämpfte Spannrolle ein. Ist ja nicht schlimm, nur die habe ich jetzt natürlich nicht da. Aber vielleicht ist es ganz gut so, dass das passiert ist. So kann ich euch mal beide Systeme erklären. Gerade die hydraulisch gedämpfte Spannrolle ist ein bisschen komplizierter als die reibungsgedämpfte. Ich mache daraus notgedrungen einen Zweiteiler.
Dann besorge ich ganz in Ruhe die hydraulisch gedämpfte Spannrolle und was ich sonst noch brauche. Und dann sehen wir uns wieder. Ich weiß nicht, ob in einer Woche oder in 2 Wochen. Das muss ich noch sehen, wie ich das schaffe. Bis dahin, bleibt mir alles schön gesund. Und nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Gina.